Hast du morgens das Gefühl, als hättest du die ganze Nacht auf einem Brett geschlafen? Die Rückenschmerzen lassen dich kaum aufstehen und die erste Bewegung tut richtig weh? Hast du dich schon einmal gefragt, ob deine Matratze dabei eine Rolle spielt? Kann die richtige Matratze wirklich den Unterschied machen, wenn es darum geht, deine Rückenschmerzen zu lindern? Und welche Matratze ist denn das Richtige für dich? In diesem Video zeige ich dir nicht nur, wie du die passende Matratze findest, sondern auch eine einfache Übungsroutine, die du direkt im Bett machen kannst, um deine Schmerzen zu lindern. Rückenschmerzen am Morgen sind ein häufiges Problem und es kann ein echter Teufelskreis sein. Du wachst mit Schmerzen auf, bewegst dich steif und den ganzen Tag ist geprägt von Beschwerden. Natürlich gibt es viele Gründe für Rückenschmerzen, aber die Wahl der richtigen Matratze spielt definitiv auch eine Rolle. Und vor allem bei chronischen Beschwerden. Welche die richtige Matratze für Rückenschmerzen ist, erfährst du nach den Übungen. Denn es ist nicht nur die Matratze, die den Unterschied macht. Wenn du morgens mit Rückenschmerzen aufwachst, sind einfache Übungen der erste Schritt, um den Schmerzen zu lindern und deine Tage besser zu beginnen. Und das Beste, du kannst diese Übungen direkt ins Bett machen, noch bevor du überhaupt aufstehst. Hier ist eine Routine, die du gleich nach dem Aufwachen durchführen kannst. Für die erste Übung wollen wir eine Beugung von den unteren Rücken erreichen. Dafür solltest du die Beine so weit wie möglich zu dir ranziehen, aber wirklich ganz nah ran. Falls es nicht reichen sollte, damit den unteren Bereich auch hier jetzt vom Gesäß zu dir rankommt, kannst du auch einen kleinen Kissen unter dem Gesäß platzieren. Ziehe die Beine zu dir ran und halte die ganz nah zu dir. 30 Sekunden lang bleibst du in dieser Position. Und das Ganze wiederholst du dann 3-mal. Lass die wieder locker, entspann das Ganze wieder und bring wieder die Beine zu dir ran. Wenn du diese Übung 3-mal wiederholt hast, dann geht es nun um eine Stärkungsübung. Bleib mit einem Bein zu dir rangezogen, so nah wie möglich, weil dadurch stabilisierst du dein Becken, damit da weniger Bewegung passieren kann. Das andere Bein, die solltest du nun beugen und strecken zu dir ran. Ranziehen und dann wieder strecken. Dadurch, dass dieses Bein jetzt halt gebeugt und stabil ist, wird diese untere Partie von der Hüftbeuge und auch die Bauchmuskulatur aktiv sein. Zieh das Bein zu dir ran und streck es wieder weg. Wichtig ist, dass du so weit wie möglich nach unten gehst, aber das Bein nie komplett ablegst. Diese Bewegung solltest du dann 15-mal wiederholen auf einer Seite und nachdem du es fertig hast, ziehst du nun dieses Bein zu dir rein und dann beugst du und streckst du das andere Bein. Mach eine Fußspitze, dann hast du auch die Muskel von dem Fuß aktiviert. Bring das Bein in eine Streckung so weit wie du kannst von dir weg und zieh es dann wieder ran. Um die Aktivität von deiner Bauchmuskulatur noch zu verstärken, kannst du gerne den Oberkörper von dem Boden wegheben und dann beugst du und streckst du das Bein zu dir hin und wieder weg. Ebenfalls hier solltest du dann 15 Wiederholungen durchführen. Damit hast du schon eine kleine Aufwärmphase für deine Bauch- und Beinmuskel. Immer noch in Rückenlage. Ziehst du beide Beine wieder ran und stellst sie dann ungefähr hüftbreit auseinander. In diese Position solltest du jetzt das Becken von dem Boden hochheben, von deinem Bett hochheben. Dadurch, dass die Füße jetzt halt in der Matratze etwas reinsenken, ist die Ebenen ein bisschen ungleich, was dann die Übung etwas schwerer macht. Bleib jetzt mit dem Rücken oben und jetzt versuchst du ein Bein hochzuheben und dann auch das andere Bein hochzuheben. Achte darauf oder versuche, deinen Rücken so stabil wie möglich zu halten, dass dein Becken nicht so doll seitlich abweichst. Diese Bewegung wiederholst du jetzt 12-mal, also 6-mal jedes Bein heben und dann wieder senken.
Ganz bewusst Bauch anspannen und auch Gesäß anspannen, damit dein Rücken gerade bleibt. Senk es langsam wieder ab und wiederhole das Ganze noch einmal, dass du 2 Serien davon hast. Wenn du jemanden kennst, der frühmorgens schon schlecht gelaunt ist, weil er so viel Rückenschmerzen hat, dann schick ihm dieses Video. Diese Übungsroutine kann sehr hilfreich sein, die Schmerzen zu lindern und den Tag mit einem Lächeln zu beginnen. Für die nächste Übung geht es nun um die Drehung von deiner Beine. Halte deine beiden Knie fest und jetzt machst du eine kreisende Bewegung mit deinen Beinen nach außen, bis du eine leichte Dehnung auf der Innenseite von den Beinen spürst und bringst sie dann wieder zu dir heran. Kreise die Beine in eine Richtung und lass sie dann wieder zu dir heran. Das ist nur, um das Ganze etwas geschmeidiger zu machen und auch Schmerzen zu lindern. Wenn du diese Bewegung 10-mal durchgeführt hast, dann nimmst du deine beiden Knie zusammen und machst jetzt eine kreisende Bewegung. In eine Richtung weg, erstmal nach links, 10 Drehungen. Achte darauf, dass deine Schultern die ganze Zeit auf dem Bett bleiben und dadurch, dass die Matratze bestimmt etwas weicher ist, kannst du auch die Bewegung deutlich besser auf den unteren Rücken fokussieren. Wenn du 10 Kreise in eine Richtung gemacht hast, dann machst du das Ganze in die andere Richtung und ebenfalls hier führst du dann noch 10 kreisenden Bewegungen durch. Und somit hast du schon ein bisschen mehr Bewegung in den unteren Rücken reingebracht. Und nun geht es um eine Dehnungsübung der seitlichen Bauch- und Rückenmuskulatur. Dafür bringst du jetzt beide Beine zu dir ran und lässt jetzt die beiden Beine seitlich wegfallen. Am besten ist, wenn du die Arme noch ausstreckst oder zumindest die Schulter ganz bewusst nach unten drückst. In dieser Position streckst du jetzt das untere Bein und das obere versuchst du jetzt so, dass das Knie nach unten Richtung Bett kommt. Lass das untere Bein gestreckt. Du kannst dir hier noch ein bisschen helfen, mit deiner Hand das Bein nach unten zu bringen und mit dem Schulterblatt noch weiter in die Richtung. Das Ziel dieser Übung ist, dass du eine Drehung bzw. eine Verdrehung in den unteren Teil von der Wirbelsäule hast. Wenn du die Position erreicht hast, bleibst du hier 45 Sekunden lang. Forciere jedes Mal mehr das Knie nach unten Richtung Matratze hin und den Arm nach unten, sodass die Schulterblätter auch die ganze Zeit auf der Matratze drauf bleiben. Wenn du mit einer Seite fertig bist, beug mal wieder beide Knie, bring dann beide Beine erstmal zur Mitte, leg dich wieder gerade hin und dann lass beide Beine zur Seite in die andere Richtung fallen. Das untere Bein wird nun wieder gestreckt. Das Knie versuchst du dann bewusst wieder nach unten gegen die Matratze zu bringen. Mit der Hand von der gegenüberliegenden Seite kannst du das Knie weiter nach unten forcieren und die Schulter bzw. Schulterblatt lässt du ganz bewusst noch auf der Matratze drauf. Ebenfalls hier sollen das nun wieder 45 Sekunden sein. Bis du dann beide Knie wieder beugst, die Knie gebeugt wieder in der Mitte zu bringen und dann gerade zu liegen. Jetzt schnappst du dir alle Decken und Kissen, was du auf dem Bett hast, und die platzierst du direkt neben dich. Deine Knie sind gebeugt, das vordere Knie ist etwas mehr gebeugt, das untere kannst du ein bisschen mehr strecken. Und jetzt lehnst du dich seitlich auf dem Kissen drauf und den anderen Arm versuchst du dann halt auch noch weiter wegzubringen. Das Ziel ist, dass du auf dieser seitlichen Muskulatur von dem Rücken und von dem Bauch, dass du dort eine Dehnung hast. Versuche die Arme so weit wie möglich wegzubringen und dein Oberkörper so weit wie möglich über den Kissen rüberzulehnen. Ebenfalls hier solltest du nun für 45 Sekunden bleiben. Ganz aktiv bringe deinen Arm weiter nach oben von dir weg, um die seitliche Muskulatur gut in der Dehnung zu bringen.
Die Hand bringst du wieder nach vorne, drückst mit der Hand gegen der Matratze, damit du dir helfen kannst, wieder hochzukommen. Dann einmal umdrehen und das Ganze auch auf der anderen Seite. Kissen und Decken ganz nah zu dir bringen. Knie sind gebeugt, damit das Becken stabil ist. Dann lehnst du dich seitlich drüber. Pass auf, dass du nicht nach vorne wegdrehst, sondern wirklich ganz gerade drüber zu lehnen und den Arm ganz weit wegdrücken, dass du diese seitliche Dehnung auch spürst. Ebenfalls hier 45 Sekunden in der Position verbleiben. Die seitliche Muskulatur haben wir schon gedehnt und jetzt geht es um die Dehnung auch für die vordere Partie. Dafür nutzt du immer noch deine Kissen. Die Füße, die bringst du jetzt ganz nah zu dir ran. Versuchst Fußsohle mit Fußsohle zu platzieren und jetzt lehnst du dich mit dem Oberkörper auf dem Kissen drauf. Lass deine Arme fallen, seitlich von dir weg. Hier ist das erste Ziel, dass du in der Brustpartie eine Dehnung spürst, genauso wie die Oberschenkel innen. Und in der Lendenwirbelsäule bekommst du jetzt auch eine Streckung. Ebenfalls hier solltest du jetzt 45 Sekunden lang bleiben. Genieße die Dehnung, achte darauf oder versuche bewusst deine Knie noch weit nach unten zu bringen, dass du die Dehnung vorne an den Oberschenkel spürst und die Hände auch nach unten Richtung Boden zu bringen, dass du auch im Brustkorb mehr Dehnung spürst und lass dich einfach mal fallen. Um dann nach den 45 Sekunden die letzte Übung durchzuführen, indem du deine Beine von dieser Position aus jetzt streckst. Deine Wirbelsäule soll jetzt ganz aufrecht bleiben, also Oberkörper aufrecht. Stell dir mal vor, du hast eine Krone und die willst du ganz weit nach oben bringen. Deine Beine sind gestreckt, die Füße ziehst du zu dir ran und jetzt mit den Händen bewegst du dich vorwärts. So als ob du über deine Zehe rüberlangen möchtest. Und dann wieder zurück. Die Bewegung hier sollte hauptsächlich an den Lendenpartie stattfinden. Also Beine durchgestreckt, Knie durchgestreckt, mit den Händen nach vorne kommen und wieder zurück. Da die anderen Übungen, die du davor gemacht hast, schon dafür gesorgt haben, dass deine Wirbelsäule etwas beweglicher ist, sollte dir diese Übung etwas leichter fallen. So weit wie möglich nach vorne und dann wieder zurück. Diese Bewegung solltest du dann von 12 Mal durchführen. Diese Übungsroutine kann dir gut dabei helfen, deine Schmerzen zu lindern. Aber nun zu der Matratze. Welche Matratze ist denn die richtige für Rückenschmerzen? In einer Studie, bei der Rückenschmerzenpatienten ihre Matratzen ausgetauscht haben, wurden 2 Varianten getestet. Eine sehr feste Matratze mit einem Härtegrad von 2,3 auf die europäische Skala und eine mittelfeste Matratze mit einem Wert von 5,6. Nur kurz zur Aufklärung. 0 oder 1 wäre die härteste Matratze und eine 10 wäre eine sehr weiche Matratze. Also, die haben 1 eher fester, die andere etwas mehr weicher. Und das Ergebnis von der Studie zeigte, dass die mittelfeste Matratze deutlich besser abgeschnitten hat. Sie reduzierte Rückenschmerzen effektiver, sorgte für erholsamerer Schlaf und erhöhte sogar die Beweglichkeit am Morgen. Im Vergleich zu der sehr festen Matratze. Das zeigt, nicht so hart wie ein Brett, sondern mittelfest ist oft genau das Richtige. Besonders dann, wenn du chronische Rückenschmerzen hast. Natürlich ist es individuell, aber wenn du regelmäßig mit Schmerzen aufwachst, kann ein Wechsel zu einer mittelfesten Matratze eine echte Erleichterung bringen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!